Hier ist nämlich auch ein Track weniger drauf. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. In diesem Video möchte ich euch ein paar Sachen zeigen, die für Sammlerinnen und Sammler immer besonders interessant sind. Also zumindest geht es mir so und ich weiß auch von vielen anderen, dass das für die interessant ist. Nämlich, wenn auf Releases ein Track oder mehrere Tracks mehr drauf sind als auf anderen, also Bonustracks nennt man das dann meistens. Oder auch, wenn auf Releases Songs fehlen. Während das mit den Bonustracks vielleicht sogar noch für Nicht-Sammler verständlich ist. Ich meine, mehr Musik ist ja auch immer dann mehr zu hören. Das ist ja eigentlich auch immer was Gutes. Ist das bei den fehlenden Tracks vielleicht ein bisschen anders? Warum soll ich denn was kaufen und dafür vielleicht sogar viel Geld ausgeben, obwohl da doch weniger drauf ist als auf den Sachen, die ich für wenig Geld irgendwo bekomme? Naja, das ist halt so ein Sammlerding. Wenn bei Releases nur das Cover oder vielleicht sogar nur die Katalognummer leicht anders ist, sind einfach immer weniger SammlerInnen daran interessiert, als wenn eben auch an der Tracklist was anders ist und sogar wenn es weniger Tracks gibt als normal. Nun, jetzt habe ich hier schon so ein bisschen geredet. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Bonustracks, also den Releases, wo mehr Tracks drauf sind als bei anderen. Und hier fangen wir mal an mit der Bad CD, also dem Bad Album. Und diese CD-Pressung hier, die ist tatsächlich auch aus der Bad-Ära. Das heißt, die ist also relativ zeitgleich auch mit dem Release der Schallplatte und der Kassette veröffentlicht worden. Allerdings ist hier, und das kann man hier vorne auf dem Cover sehen, hier ist nämlich ein weiterer Track drauf. Steht nämlich drauf, includes Bonus Track Leave Me Alone. Und ja, tatsächlich ist es so, dass auch auf allen weiteren CD-Pressungen immer dieses Leave Me Alone drauf war. Allerdings, wenn man sich hier mal die Schallplattenversion aus der gleichen Zeit anguckt, dann sucht man Leave Me Alone als Track hier vergeblich. Denn um die CD als Medium, was ja damals noch relativ neu war, so ein bisschen zu promoten, hat man sich dazu entschieden, Leave Me Alone exklusiv auf der CD zu veröffentlichen. Und man hat also auf der Kassettenvariante und auch auf der LP-Variante, die ihr gerade gesehen habt, kein Leave Me Alone. Also das erste Beispiel für einen Bonustrack, Leave Me Alone, auch wenn das für einige von euch und für mich eigentlich auch gar nicht so ein wirklicher Bonustrack ist, weil ich auch schon irgendwie mehr mit CDs einfach aufgewachsen bin aufgrund meines Alters und deswegen auch die CD-Variante auch einfach schon eher hatte als die Schallplatte, wo Leave Me Alone fehlt. Nun ist Leave Me Alone aber nicht der einzige Bonustrack, der schon zum Release von Bad auf bestimmten Pressungen mit drauf war. Nämlich gibt es zum Beispiel noch diese relativ seltene spanische Pressung des Bad-Albums auf CD, wo hier vorne so ein Aufkleber drauf ist, der sagt, dass hier tatsächlich ein spezieller Track drauf ist, nämlich Todo mi amor eres tú, also die spanisch gesungene Version von I Just Can't Stop Loving You. Und das ist tatsächlich schon was sehr Besonderes. Wenn man hier tatsächlich sich auch mal die Tracklist auf der Rückseite anguckt, wird dieser Track hier nicht erwähnt. Das gleiche ist auch, wenn man sich die Disc anguckt, wo ja auch die Tracks drauf gedruckt sind. Auch da sucht man Todo mi amor eres tú vergeblich. Tatsächlich ist der einzige Weg, wie man sehen kann, dass man diese seltene spanische Pressung hat. Erstmal natürlich der Sticker, sehr offensichtlich. Aber auf der CD ist hier vor der Katalognummer dieses CD. Also es beginnt mit CD EPC und bei der Version, beziehungsweise bei allen Versionen, die nicht Todo mi amor eres tú drauf haben, fängt das eben einfach nur mit EPC an, ohne CD. Diese Pressung kam also tatsächlich exklusiv in Spanien raus, ist also eine limitierte Version des Albums und ist tatsächlich heutzutage sehr, sehr schwierig zu finden. Ich habe tatsächlich auch mehrere Jahre gebraucht und auch wirklich sehr viel Geld dafür ausgegeben. Das ist, glaube ich, auch die teuerste CD, die ich in meiner Sammlung habe. Aber ich war einfach so heiß auf diesen Bonustrack hier auf dieser CD und habe das deswegen dann gekauft. Todo mi amor eres tú hat aber auch noch auf weiteren Pressungen Einzug erhalten.
unter anderem auch auf dieser kolumbianischen Pressung des Bad-Albums. Hier sieht man auf diesem, naja, das ist kein Sticker, sondern das ist hier gedruckt, aber hier auf diesen runden Dingen hier steht, dass hier eben Tu Do Mi Amo Eres Tu als Track drauf ist. Hier ist es auch, ich nehme mal die Platte raus, ganz normal auf dem Label erwähnt. Ihr seht hier als ersten Track Tu Do Mi Amo Eres Tu. Wenn ihr mal genau hinschaut, dann seht ihr, dass generell auch die Reihenfolge der Tracks ein bisschen anders ist als auf den normalen Pressungen des Bad-Albums. Und auch auf der Rückseite des Plattencovers seht ihr, Track 1 ist Tu Do Mi Amo Eres Tu. Und ja, diese Sache mit Tu Do Mi Amo Eres Tu ist tatsächlich im spanischsprachigen Raum häufiger zu finden. Ihr habt gerade die spanische CD gesehen, jetzt die kolumbianische Schallplatte. Und es gibt auch zum Beispiel noch Kassetten und auch Schallplatten aus Argentinien zum Beispiel. Gut, weiter mit den Bonustracks. Ich habe jetzt hier mal stellvertretend für mehrere Special Editions und ja, besondere Releases von Alben eine Special Edition von Bad mitgebracht. Hier sind nämlich auch Bonustracks drauf. Also diese Special Editions von den Alben Off the Wall, Thriller, Bad und Dangerous kamen 2001 heraus. Dangerous enthält keine Bonustracks, aber Bad zum Beispiel enthält Streetwalker, Fly Away und abermals Tu Do Mi Amo Eres Tu. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt änderte es sich dann, dass Tu Do Mi Amo Eres Tu ein besonderer Track war, weil jetzt war es eben auf allen kommerziellen Versionen dieser Special Edition mit drauf. Zu diesem Zeitpunkt war es dann aber natürlich was Großartiges, dass dann hier nochmal ein paar neue Songs, das heißt neue Songs, also zuvor nicht veröffentlichte Songs nochmal mit aufgenommen wurden. Solche Bonustracks gibt es dann noch auf Best-of-CDs, zum Beispiel irgendwie auf Number Ones, dass dann da nochmal One More Chance drauf war. Auf den King of Pop CDs war teilweise Got the Hots drauf, aber das sind für mich keine, ich sag mal, echten Bonustracks, weil es da eben keine anderen Pressungen gab, wo diese Songs nicht enthalten waren. Also für mich sind das praktisch reguläre Veröffentlichungen dieses Songs und keine Bonustracks, wo es Pressungen gibt, wo die drauf sind. Die meisten Pressungen diesen Song aber nicht enthalten. Deswegen schließen wir die Special Editions mal ab und gehen mal weiter zum History-Album. Das sind nämlich wieder klassische Bonustracks, die hier drauf sind, auf diesen Pressungen, die ich hier in der Hand halte, von denen ihr bestimmt auch schon gehört habt. Nämlich hat Michael auf der deutschen Version, der niederländischen Version und der französischen Version der jeweils ersten Pressung des History-Albums auf CD eine Botschaft an die Fans eingesprochen. Ja, dass so eine Botschaft von Michael auf eurer Pressung drauf ist, seht ihr daran, wenn auf diesem Sticker, der immer bei den History-CDs mit drauf ist, eben erwähnt wird, dass es, wie hier auf der deutschen Pressung, eine persönliche Botschaft für Michael Jackson an seine deutschen Fans eben drauf ist. Und ja, bei der niederländischen Version sieht man sowas auch. Das ist dann da unten in Rot auf Niederländisch. Und bei der französischen CD-Pressung dementsprechend auch, steht auch ganz unten auf Französisch drauf, dass hier eben diese Botschaft drauf ist. Diese Pressungen sind tatsächlich relativ einfach zu finden. Also die deutsche in Deutschland sowieso. Die niederländische ist auch noch relativ einfach zu finden. Die französische, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen schwieriger zu finden. Aber sollte man eigentlich auch für um die 10 Euro oder so bekommen. Deutlich schwieriger zu finden ist diese Pressung hier. Nämlich gibt es für die deutsche Version auch noch eine Kassettenversion mit der Botschaft drauf. Hier unten seht ihr auch nochmal so einen Sticker. Und ihr seht auch hier oben, dass hier Kassett-Set steht. Das ist also so ein Pappschuber, wo dann die Kassetten, also 2 Kassetten drin sind. Ich habe auch mal reingehört, da ist auch wirklich diese Message mit drauf. Das ist was irgendwie kaum bekannt ist. Also ich habe das Gefühl, dass die allermeisten gar nicht wissen, dass es auch eine Kassettenversion des History-Albums gibt, wo diese Nachricht an die deutschen Fans mit drauf ist. Also ein paar Leute kenne ich schon, die haben, aber ich glaube, so in der breiten Masse ist das bisher nicht bekannt. Und es gibt, soweit ich weiß, auch wirklich nur die Message an die deutschen Fans auf Kassette.
Die niederländische und die französische Version gibt es meines Wissens nur auf CD. Dann sind wir mit den Bonustracks auch fast schon durch. Den letzten Bonustrack, den ich hier noch für euch habe, ist auf der Number One CD. Und jetzt denkt ihr vielleicht, er hat doch gerade gesagt, One More Chance ist für ihn kein Bonustrack. Nein, ich rede auch gar nicht von One More Chance, sondern wenn ihr hier mal auf die Tracklist guckt, dann seht ihr als 18. Track Ben Live. Nämlich ist in der US-amerikanischen Pressung und auch noch in ein paar weiteren Pressungen, also ich glaube zum Beispiel die kolumbianische Pressung hat diesen Track auch mit drauf, noch ein zusätzlicher Track, nämlich eben diese Live-Version von Ben. Das ist übrigens keine, also hier steht oft irgendwie sowas wie 2003 Live-Version, aber das ist definitiv nicht von 2003 eine Live-Version, sondern von irgendeiner Performance mit den Jacksons. Jetzt wissen bestimmt ganz viele von euch, von welcher Performance das genau ist. Das habe ich irgendwie jetzt gerade nicht im Kopf, beziehungsweise habe ich sowas irgendwie selten im Kopf. Aber ja, es gibt tatsächlich Pressungen von Number Ones, wo nicht One More Chance der letzte Track ist, sondern wo danach noch diese Live-Version von Ben kommt. Übrigens leitet das jetzt hier schon fast perfekt um zu den fehlenden Tracks. Nämlich, wenn ihr mal euch die europäische Pressung hier anguckt, die Tracklist, dann seht ihr, ja, Ben Live fehlt. Es sind aber trotzdem 18 Tracks, denn der Track, der bei der US-amerikanischen Pressung stattdessen fehlt, ist Man in the Mirror. Der ist dort nicht mit drauf. Was ich irgendwie witzig finde, das ist mir tatsächlich auch gerade jetzt aufgefallen. Ich habe immer gedacht, der 18. Track bei der amerikanischen Pressung, Ben, wäre zusätzlich da, aber nein, Man in the Mirror fehlt tatsächlich bei der US-amerikanischen Pressung. Wo diese Ben Live-Version übrigens auch noch drauf ist auf einer speziellen Version der Single von One More Chance. Hier ist nämlich oben auch noch so ein Sticker drauf, das ist tatsächlich ein Sticker und kein Druck. Hier steht also drauf, dass hier eben diese Ben Live-Version nochmal drauf ist. Und tatsächlich ist das eine Pressung, wo die CD nicht in so einem Jewel Case drin ist, sondern in so einem Card Sleeve, also so einem Pappcover. Und hier seht ihr auch nochmal die CD, wo auch nochmal drauf steht Track 1 One More Chance und als Track 2 Ben 2003 Live Edit. Nun aber zu den fehlenden Tracks. Hier habe ich für euch eine CD, die ich in einem meiner allerersten Videos hier auf diesem Kanal gezeigt habe. Das müsste 2017 gewesen sein. Und das ist eine offiziell erschienene, übrigens auch, chinesische Pressung des Invincible-Albums. Allerdings hat hier die chinesische Regierung irgendwie ja so Regeln gehabt, dass manche Songs dort einfach nicht veröffentlicht werden durften. Ich mache mal hier so nach unten, dass ihr die Tracklist mal sehen könnt. 3 Tracks fehlen hier. Ich weiß gerade nicht auswendig, welche das sind. Guckt gerne mal selber nach und schreibt in die Kommentare. Ich kann noch mal kurz hier mal drüber gucken. Also, Threatened fehlt hier auf jeden Fall. 2000 Watt sehe ich hier nicht. Und Privacy sehe ich hier nicht. Doch, Privacy ist doch drauf. Keine Ahnung, welcher der dritte Track ist, der hier noch fehlt. Ihr findet das bestimmt heraus oder wisst das auswendig und könnt das in die Kommentare schreiben. Das ist auf jeden Fall ein ganz klassisches Beispiel. Wenn Songs fehlen, liegt das meistens entweder an Urheberrechtsproblemen oder an politischen Problemen oder politischen Restriktionen. Und genauso ist es hier auch. Von dieser übrigens sehr schönen Pressung, die ist hier noch in so einem Pappcover drin. Ich hole es jetzt mal nicht aus dieser Folie raus, aus Zeitgründen. Gibt es übrigens auch noch eine Kassettenvariante, die mir noch fehlt, die ich aber gerne hätte. Und ja, diese Invincible-Pressung aus China ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass manchmal einfach Tracks fehlen bei Pressungen. Eine ähnliche Sache ist es bei dieser koreanischen Pressung von Blood on the Dance Floor. Ich habe sie jetzt auch noch mal aus dieser Folie rausgeholt. Die ist bei mir noch eingeschweißt, deswegen kann ich sie jetzt nicht so ganz im Detail zeigen. Aber wenn ich hier mal auf die Tracklist ranzoome, dann fällt euch vielleicht auf, dass der zweite Track, der eigentlich Morphine sein sollte, hier nicht drauf ist. Track 1 ist Blood on the Dance Floor, dann geht es weiter mit Superfly Sister, Ghosts, Is It Scary und dann kommen auch schon die Remixe. Morphine fehlt hier drauf.
Das liegt einfach daran, dass die koreanische Regierung eine sehr, sehr strenge Drogenpolitik hatte, als dieses Album hier rauskam. Und dieser Track Morphine deswegen verboten wurde. Der ist also nicht auf dieser Kassette drauf und auch nicht auf der CD-Version aus Korea drauf, die ich euch nicht zeigen kann, weil mir die noch fehlt. Ein bisschen bekannter ist vielleicht sogar noch die malaysische Pressung von Blood on the Dance Floor, die übrigens auch noch auf CD erschienen ist. Die habe ich aber irgendwie vergessen rauszusuchen. Hier, ich packe es nochmal aus der Folie aus, ist Blood on the Dance Floor drauf. Allerdings wurde es umbenannt und heißt hier nicht Morphine, sondern Just Say No. Ich finde das herrlich kurios, deswegen habe ich mir auch schon vor relativ langer Zeit diese Kassette und auch die CD mal gekauft, weil das musste ich unbedingt haben. Also, dass aus politischen Gründen ein Song einfach umbenannt wurde, fand ich einfach herrlich. Hier kann ich auch nochmal das rausholen und ich euch nochmal die Kassette zeigen. Hier steht also auch drauf, zweiter Track, Just Say No. Wirklich witzig. Und jetzt sind wir schon beim letzten Sammlerstück, das ich euch heute zeige, nämlich bei dieser Dangerous Kassette. Hier ist nämlich auch ein Track weniger drauf. Und zwar ist das eine italienische Pressung und ganz unten zwischen Give In To Me und Keep The Faith müsste eigentlich Will You Be There drauf sein. Ist es aber nicht. Dieser Track fehlt hier. Ich zeige euch nochmal eine normale europäische Pressung zum Vergleich. Der seht ihr in der untersten Zeile, dass Will You Be There da steht. Und der Grund ist einfach, dass es hier Copyright-Probleme gab. Michael Jackson hatte mit einem italienischen Künstler einen Rechtsstreit, wo es darum ging, dass Will You Be There doch sehr ähnlich klingt zu einem Song dieses Künstlers. Und weil der eben Italiener war und da dieser Prozess auch in Italien dadurch deutlich medienwirksamer war als zum Beispiel in Amerika, wurde eben für den italienischen Markt in der allerersten Pressung dieser Song einfach weggelassen. Auch auf der CD-Pressung, die ich leider noch nicht habe, aber die ich suche. Wenn ihr die habt und mir verkaufen möchtet, dann schreibt mir unbedingt. Und tatsächlich sind diese Pressungen auch sehr selten und relativ teuer. Und das finde ich auch eine schöne Geschichte. Vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Vielleicht habt ihr ja ein bisschen was Neues gelernt. Ansonsten schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche fehlenden oder Bonustracks ich vergessen habe oder welche interessanten Dinge ihr noch in eurer Sammlung habt. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, gebt meinem Video einen Daumen hoch und schaut gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.